Boah, der riecht ekelhaft. Boah, ekelhaft. Das ist, glaube ich, der ekligste Wing in meinem Leben, Alter. Lasciatemi cantare. Bazam, bazam. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hot Ones Germany. Mein heutiger Gast, auf den habe ich mich schon sehr, sehr lange gefreut. Vor allen Dingen, weil es mit der Terminfindung sehr, sehr schwierig ist, weil er der einzige Mensch ist auf der Welt, der mehr arbeitet als ich. Wir haben beide Terminkalender geguckt und gesagt, Bruder, wir haben nur Probleme. So, aber heute ist er hier. Er ist der erfolgreichste Food Content Creator in Deutschland. Er war überall. Wo war er nicht? Let's Dance. Hier, rechts, links, hat er alles schon gemacht. Vorne, oben, unten war er auch schon. Social Media seit Jahren, nimmt er alles auseinander. Kochbuch geschrieben, eigene Kochshow. Disney-Film hat er auch schon gesprochen. Bruder, wann atmest du eigentlich? So, und heute ist er hier, Stefano Zarella. Ich bin sehr froh, dass ich ihn einen meiner sehr guten Freunde nennen darf. Herzlich willkommen. Dankeschön. Danke, dass du hier bist. Sehr gern. Wie verstehst du dich eigentlich mit Schaf? Nicht so gut. Nicht so gut. Habt ihr Streit? Ja, ein bisschen schon Streit. Die ersten zwei sind sympathisch, danach. Ja. Bist du bereit für Wing Nummer 1? Ja. Wir fangen links an, bei grün. Okay. Zum Wohl. Salute. Was sagst du eigentlich zu unserer, siehst du, was wir für dich designt haben, Bruder? Ich bin reingekommen und Lasciatemi cantare. Bazam, bazam. Nee, schön, auch hier Ciabatta. So, du hast ja beruflich viel schon ausprobiert. Erst wolltest du Fußballprofi werden, dann hast du Fitnesstrainer gemacht. Dann Fitnesstrainer warst du auch, oder? Ja. Dann hast du auch noch studiert, dann hast du Management gemacht und dann auf einmal Kochvideo. Partys auch, hast du gesagt? Partys? Ja, hab ich auch erwähnt. Natürlich, das war das, was ich meinte, als du Business studiert hast. Nee, stimmt, du hast es auch gemacht. Ja. Wie bist du von einem ins andere geslidet? Also ich habe ja in Hechingen gewohnt, in der großen Stadt Hechingen, bei Tübingen. Bei Tübinger. Das ist das Schwabenländle, weil. Schwabenländle. Und dann sind wir 2011, wollte ich mal nach Köln ziehen, weil mein Bruder in Köln war, Giovanni. Und ich wollte also raus aus dem Dorf und mehr Möglichkeiten zu haben. Aber ich war dann in Köln und dachte mir so, Scheiße, was mache ich jetzt? Und ich bin so ein Typ, ich muss halt machen. Wir hatten ein Restaurant auf den Ringen, das sind da, wo die ganzen Clubs sind in Köln. Und drüber war RPR1 und Big FM. Und dann kannte ich jemanden da und dann habe ich direkt ein Praktikum angefangen. Also ich war gefühlt 3 Tage in Köln, habe direkt Praktikum angefangen bei Wie alt warst du? 20. Ah, okay. Das ist nach dem Abi direkt. Ja, okay. Genau. Bist du jetzt mit 20 rüber nach Köln? Ja, 2011. Ach so, krass. Genau. Und ich habe zu meiner Mom gesagt, ich will die besten Partys in Köln schmeißen. Ich sage, warum Partys? Hier, dann nehmen die Drogen und Alkohol. Nein, die hat das gedacht. Ja. Und ich habe gedacht, ey, ich will den Leuten einen schönen Abend bereiten. Das war so mein Warum. Ja, und dann habe ich bei Big FM gearbeitet. Hey, Bro, ist echt so, ist echt so. Habe ich bei Big FM gearbeitet. Dann habe ich Ausbildung angefangen, dann habe ich die gelassen, weil es war nicht so meins. Dann Studium. Und dann habe ich während des Studiums freitags so eine Party gehostet. Und es hat mir voll Spaß gemacht, weil ich dann auf Leute zugehen musste. Es gab ja kein Social Media, wo du die anschreibst. Ja. Und dann hat mir das Spaß gemacht, es lag mir auch. Und dann habe ich studiert, habe dann 5 Jahre Pietros Management gemacht, also den ganzen Tag, so wirklich von 9 bis 18 Uhr und danach auch die ganzen Clubshows. War übertrieben witzig. Aber wie bist du mit Pietro, hast du mit Pietro so Kontakt gehabt dann? Nein, mein Bruder war in einer Agentur, SR Management hießen die, und ich war mit seinem Manager, Giovannis Manager, immer sehr gut. Das war für mich wie so eine Vaterrolle im Managementbereich. Ja. Und dann habe ich gesagt, ey, ich habe jetzt zu Ende studiert, ich will ackern. Ja. Aber ich bin heiß so. Und dann habe ich 3 Monate oder 4 gekellnert im Restaurant nach meinem Studium, und damit ich halt nicht 3 Monate nichts mache. Und dann, dann war die Trennung von Sarah und Pietro. Ja. Und dann hat Pietro zu Giovanni gesagt, ey, ich würde gerne Management wechseln. Und ist dann ins Management von Giovanni gekommen. Und hat gesagt, wer kümmert sich um mich? Und dann hat Giovanni gesagt, ey, Stefano hat gerade sein Studium beendet. Hättest du Bock, Pietro zu machen? Und dann habe ich gesagt, ich habe gar keine Ahnung, ich fange heute an. Ja. Hat mich ins kalte Wasser geworfen, dann haben wir 5 Jahre gearbeitet. Geil. Das war geil, ja. Das ist richtig geil. Ja, das sollte so sein. Ja, das stimmt. Schön, schön. Es gab doch mal so einen Trend aus Amerika, dass man Kalorien trackt, man kann aber trotzdem Pizza essen und Eis und man nimmt trotzdem ab. Das hat mir voll Spaß gemacht, weil ich habe Kalorien getrackt, hatte dann so welche noch offen und habe damit so Muffinkuchen gemacht, Low-Carb-Tacos. Das hat mir voll Spaß gemacht. Und dann habe ich das gefilmt und dann meinte ein guter Freund von mir so, ey, poste das mal auf TikTok, das kann voll funktionieren. Da habe ich gesagt, ja, aber TikTok bringt doch nichts, die Leute sind auf Instagram. Dann habe ich einen TikTok gepostet, ich weiß noch ganz genau. Und der ist so der war damals bei Bund und schrieb mir um 5 Uhr morgens, ey, ich wusste das. Und dann ging das viral so, hatte 1 Million Aufrufe über die Nacht. Ja, und dann habe ich gemerkt, dass ich auf Instagram 300 Follower mehr hatte. Und dann habe ich gedacht, krass, also wenn man bei TikTok wächst, springen die rüber.
Voll cool. Und bei Instagram gab es noch keine Reels. Ja, stimmt. Und dann war halt 2020 war Corona, ich konnte eh nicht arbeiten, die Agentur war quasi zu. Und dann habe ich mir geschworen, ich so, ey, ich poste einfach ab Januar ein Video oder 2 am Tag auf Instagram. Und dann habe ich Pedro gefragt, so, ey, findest du es uncool oder komisch, wenn ich als dein Manager Rezepte poste? Der sagt, nein, mach einfach. Ich so, okay. Hab relativ schnell dann das gepostet. Ja, dann habe ich irgendwie gefühlt einen Monat später meinen Job gekündigt und hab das gemacht dann, ja. Krass. 1, 2 tragen? Ja. Sehr gut, dann gehen wir zu Nummer 2. Salut. Chin Chin. Hoppa. Happy. Da kommt jemand schon in den Schwitzen. Hallo. Herzlich willkommen. Guten Morgen. So, ich meine, das Kochen liegt ja auch so ein bisschen in der Familie. Du warst ja in einer Gastronomenfamilie. Deine Eltern haben ja Gastronomie gehabt. Und du hast ja schon sehr früh auch in der Küche gestanden. Ja. Ne? Und hast geholfen ein bisschen. Ja, Mann. War das eine aktive Entscheidung von dir oder war das eher, hat der Das war Bruno so gesagt? eine passive von mir, eine aktive vom Vater. Das ist der muss arbeiten, nicht deine. Jetzt geh rein in die Tellerwäsche. Liebe Grüße an Bruno auch. Besser, Mann. Ja, ich habe irgendwie, meine Mutter meinte so, ey, wenn du willst, kannst du mal helfen. Dann habe ich Teller gewaschen. Ja. Und irgendwann mal gab es wir hatten eine Pizzeria und Kegelbahn früher. Ich war in der Schule so, die haben mich geliebt. Ich so, Jungs, wir chillen bei mir. Natürlich. Wir haben Kegelbahn, du konntest oben ins Restaurant anrufen, in so einem Aufzug, so Oldschool-Telefon. Geil. Da hat meine Mama eine Pizza runtergeschickt zum Aufzug. Geil. Und dann kam die runter, ich so, Jungs, ey, Pizza ist da. Da haben wir Ja, du warst gekegelt. Mehr geht nicht. Hechingen, warst einfach König von Ja, Hechingen. Bürgermeister Stefano. das war wirklich die Beste, das war so eine schöne Zeit. Und ich bin sehr, sehr schüchterner Junge gewesen. Und dann habe ich gedacht, bitte hoffentlich sagt mein Vater nie, dass ich rausgehen soll, die Leute zu bedienen. Und ich habe dann Cola gemacht, Fanta gemacht, Wasser gemacht. Auf einmal kam das. Stell, kann ich bringen, Tisch 3. Ich so, scheiße, ich muss Tisch 3 gehen. Voll gezittert und so. Und dann einmal, zweimal. Und dann habe ich gemerkt, krass, macht voll Bock. Yeah. Und du hast dann so, du musst jeden Gast anders nehmen. Weißt du, der eine kommt, meine Mutter sagt, okay, Stell, guck mal, Tisch 3, der hat 15 Minuten, der muss direkt zur Arbeit weiter. Du weißt, okay, dann, bam. Der andere kommt, der chillt den ganzen Tag und der ganz, ey, was geht ab? Schön dies. Und es hat mich wirklich extrem geprägt, weil ich glaube, ohne Gastro und dieses Zwischenmenschliche wäre ich jetzt auch nicht so offen. Das hat mich schon sehr geprägt. Das kann ich wirklich jedem empfehlen, der jetzt irgendwie studiert, parallel zu kennen. Okay. Gibt es ein Gericht aus deiner Kindheit, woran du dich zurückerinnerst, was so dein Highlight war? Bei mir war das tatsächlich Pasta e Piselli. Geil. Also die kleinen Nudeln mit Ei und Erbsen. Und Erbsen. Also das war so meine Kindheit, habe ich voll geliebt. Ich habe es schon lange nicht mehr gegessen. Es gibt immer, jeder hat so ein Ding. Ja. Jeder Italiener hat Pasta auch so ein Piselli. Ding. Jeder hat so Richtig. ein Ding, wo du weißt ganz genau, das sind meine Kindheitsnudeln. Wo die gerufen hat, der Pasta e Piselli. Ich bin gerannt. Oder ich habe diese Treppen genommen. Aber schön, wenn Mama ruft und dann wird gegessen, alle zusammen. Hat die auch gerufen wie den Federico Stefano! Er war doch so früher. Gab ja keine Handys, man hat doch vom Fenster gerufen. Nein, natürlich vom Fenster. Und die Jungs so, hey, ist deine Mutter? Ich sag, hey, ich bin noch Fußball, was machen? Steht 3-3, warte kurz. Ja, Mama, warte! Jetzt sofort! Und dann, wenn Papa gerufen hat, warst du. Dann war vorbei, Bruder. Du warst dreimal so schnell. Geil. Okay, Nummer 3. Was ich mich frage ist, weil die Leute wissen das vielleicht nicht, ne? Ihr seht, Stefano ist immer so happy und ist immer so gute Laune, aber dieser Mensch arbeitet wirklich die ganze Zeit. Wirklich. Also ich kenne wirklich niemanden, der die ganze Zeit da ist und sich überlegt, auch was kann man machen. Und das finde ich so krass bemerkenswert. Was ist bei dir der Antrieb? Boah, das ist eine gute Frage, weil ich tatsächlich auch durch meine Events und durchs Kellnern will ich eigentlich auch die Nähe zum Menschen haben. Und diese digitale Welt, ich bekomme das Feedback nur digital. Ja. Und mir fehlt es schon, dieses Menschliche. Ja. Deswegen liebe ich es auch zum Beispiel mit dir zu drehen. Da habe ich noch mehr Power. Aber die Motivation ist, ey, ich denke mir so, meine Eltern kamen einfach mit so einem Koffer nach Deutschland und haben so viel gerissen und ich habe so krasse Möglichkeiten und wir brauchen echt nur unser Handy. Ja. So, why not? So, also warum können wir nicht so noch mehr sagen? Und es gibt ja heute durch Social Media auch so, was Mr. Beast und so macht. Es gibt ja keine Grenzen, weil zum Beispiel vor 10 Jahren Musik hast du gesagt, okay, man kann auf Tour gehen, wir können Merch machen, wir können Collabs machen, so, das war's. Aber heute, wir können ja alles machen. Du kannst alles machen, ja. Weil es gibt keine 100%. Grenzen. Und es gibt so viele Creator und so viele kreative Köpfe und die Möglichkeiten sind unendlich. Aber auch nicht nur mit den Videos, sondern auch mit meiner Persönlichkeit. Ich will in Zukunft auch mehr in meine Persönlichkeit rein stecken. Weißt du, weil auch zu sagen, ey, ich habe auch mal einen Scheißtag oder 5 Scheißtage. Ja. Aber es ist Rocky-Mentalität, weitermachen.
Weißt du, Rocky hat auch mal auf die Fresse bekommen. Ja. Und den nächsten und dann in Rocky 2 hat der Apollo halt umgehauen. Ja. Und das ist halt geil, die Gewinnergeschichte. Und ich finde es manchmal auch geil, wenn es schlechte Tage gibt. Ja, safe, das gehört dazu. Weil du denkst dir so, hey fuck, ich muss da wieder raus. Und dann kämpft man sich wieder hoch. Und das ist so meine Journey so halt, ja. Step by Step. Die nächsten Jahre? Step by Step. Step by Step. Okay, Nummer 4. Bye. Boah, der ist richtig ekelhaft. Du bist ja kein gelernter Koch, ich meine, ne, das wissen wir. Du hast Management studiert und du hast auch, ich weiß ja, dass du auch so du bist ein Mensch, der sich sehr, sehr viele Gedanken macht. Und ich weiß auch, du hast eine Notiz in deinen Notizen, Road to 1 Million. Was stand in dieser Notiz drin? Also, es war eigentlich so ein Dialog mit mir selber. Ich war ja angestellt und ich wollte irgendwie was reißen, so groß. Und ich bin so ein Typ, wenn ich sage, ey, ich will was machen, will ich der Beste sein. Wo ich die Partys gemacht habe, ich sage, ich will die vollsten Partys in Köln schmeißen. Und die Partys waren geisteskrank, es war brutal. Es war so viel los, war so... Und ich stand einmal auf der Party vom Kumpel von mir, der auch immer noch heute sehr erfolgreich Partys macht. Und ich stand da und habe mir wirklich visualisiert, wie ich da drin stehe und das ist meine Party. Oder die ist noch voller. Und dann habe ich gesagt, okay, eigentlich ist es einfach. Wenn ich mehr mache wie alle anderen, vielleicht sonntags mich hinsetze und Montag, Dienstag, und es kommen so 8 Leute mehr, 15 Leute mehr, irgendwann wird es doch, ist einfach eine einfache Mathematikrechnung, wo ich kein Mathe-Genie war. Und dann war das so. Und dieses Konzept habe ich auch bei Instagram gedacht. Ich so, krass, es gibt gar keine viele Koch-Reels. Ich poste 3 am Tag, das wird ja funktionieren. Ich habe wirklich 3 Reels am Tag gepostet. Überleg mal, mit Voice-Over, mit Schnitt, das ging nur 15 Sekunden. Habe ich rausgehauen und ich habe dann so am Tag, der erste Tag war so 15.000 Follower gemacht. Dann waren es 20.000, dann waren es 22.000. Du musst dir vorstellen, ich bin ins Bett gegangen und es waren nur deutsche Follower. Weil es war nicht irgendwie was viral ging oder so, es gab noch gar nicht. Und ich bin ins Bett gegangen mit 200.000 Follower und aufgestanden mit so 208.000. So über Nacht, ich so, wo kommen die her? Schlafen die nicht oder was? Und dann habe ich mir gedacht, krass, lass mich mal was Verrücktes machen. Lass mich einfach mal in die Notiz schreiben, Road to 1 Million. Und ich schreibe mir immer mal die Zahlen auf. Und ich habe auch die Notizen noch irgendwo. Da steht dann so zum Beispiel, das ist schon krass, wenn ich manchmal so zurückdenke, das war so wirklich heftig. Und ich hatte so, ich glaube 500, 600 Markierungen am Tag auf Rezepte. Ich habe gar nicht gecheckt, wie krass das war, weil das war alles so frisch, Social Media. Und ich war dann auch, da habe ich auch direkt die Schattenseiten gesehen. Wenn ich da mal weniger Follower gemacht habe, habe ich gemerkt, das fühlt sich nicht gut an. Weil dieser Druck schon da war. Und ich habe das seit Wochen erst gemacht. Und das ist aber so die Kehrseite, weißt du? Dieser Druck und dieses ans Maximum immer. Und dann habe ich die 1 Million erreicht. Und ich so, ja und jetzt? Keine Ahnung. So, wo soll das hin? So, wo soll das hinführen? Und dann habe ich versuche mich einfach wirklich in meinen Alltag zu verlieben, immer weiterzumachen und einfach Gutes zurückzugeben. Und dann, jetzt mache ich das halt seit 4 Jahren. Dann kommen wir zu Nummer 5 gerne, oder? Ja. Top. 1, 2, 3, hier. 5. Papas Liebesnummer. Geil. Nummer 5, Libero. So. Du hast mal gesagt, dass deine Community auch so ein bisschen deine erweiterte Familie ist. Was verbindet dich mit deiner Community? Ich glaube, was mein Account auch so ein bisschen ausmacht oder meine Person ist, dass ich auch Einblicke bei mir reinzeige. Ja. Deswegen habe ich auch so eine andere Verbindung. Ja, ich glaube auch. Wenn ich auch, glaube ich, frage so, ey Leute, habt ihr einen Tipp für dies und das? Es kommt so wirklich so von Herzen und man sieht auch teilweise, dass die Leute mir schon voll oft geschrieben haben und mir schon voll lang folgen. Es ist so ein Safe Place für mich, weil ich habe auf meiner Seite gar keinen Hate. Es gibt nichts, weil ich auch nichts so wirklich was äußere, sondern ich mache einfach mein Ding, habe meinen Spaß. Wenn mir was nicht passt, sage ich das. Wenn ich gut gelaunt bin ich gut gelaunt, wenn nicht, dann nicht. Und ich glaube, diese ehrliche Art von mir, wie ich bin, ich kann mich einfach so, weil wenn ich zum Beispiel ein Problem habe und ich öffne mich da meinen Geschwistern oder dir, meinem Freund oder meinen Kumpels oder meiner Mom, es ist anders. So bekomme ich nochmal ein anderes Feedback, ein vielleicht ein bisschen distanzierteres, weißt du, vielleicht sehen die auch andere Dinge. Und ich fühle mich einfach da zu Hause. Ich kann da Sachen loswerden und ich weiß, das ist in Ordnung. So, das passt schon. Ja, ich finde es so krass, weil du bist ja so nahbar auch. Weißt du, ich meine, ich bewundere das so, weil ich versuche ja alles
mich nur auf die Kunst zu weil ich mir denke, das juckt auch niemand. Weißt du, was ich meine? Ich denke so, okay, ich bin jetzt hier, wen juckt das? Aber außer wenn ich lustig bin und dann, wenn ich was Lustiges zu sagen, achte mal drauf, mache nur selber Story, wenn ich was Lustiges zu sagen habe oder sowas. Weißt du, was ich meine? Weil ich denke so, keine Ahnung, ich weiß aber nicht, warum das bei mir so verankert ist. Bei dir ist es auch so leicht. Weißt du, was ich meine? Das machst du einfach nebenher. Mich haben viele gefragt, so, ey, wie machst du das denn, wenn du in die Kamera sprichst und so? Ich habe die Frage nicht verstanden. Ja. Weil ich habe damals, kannst du auch hier meinen besten Freund fragen, wir waren im Dönerladen und ich habe Stories gedreht. Es gab kein Social Media. Ich so, hey Leute, was geht ab? Wir sind heute hier mit bei Ibo und hab dann einen gefilmt und sagte, Bruder, was nimmst du? Mit Zwiebeln. Okay, du, mit allem, okay. Und wir waren Fußball spielen, mein Cousin hat bei Kickers gespielt. Und wir so bei Balingen und so. Und wir so, hey Leute, heute fordern wir meinen Cousin heraus, der tut schon auf Profi, aber wir werden heute rasieren. Dann habe ich so Interviews geführt. Mauri, wie geht's dir? Der sagt, ja, heute bin ich schlecht geschlafen und so. Und ich habe es einfach für mich gehabt. Und die Jungs haben mir damals gesagt, hey Bro, warum filmst du die ganze Zeit? Ich so, keine Ahnung, mach voll Bock. Und deswegen ist mir nie schwer gefallen, so die Kamera zu sprechen. Und so fällt es mir auch nicht schwer, was loszuwerden. Und ich mache auch Stories immer, außer wenn der Ton nicht da ist oder das hängen bleibt, aber immer One-Take, weil ich muss nicht überlegen. Und mir ist auch egal, wie ich aussehe, ob ich verschlafen habe, mir ist es egal. Juckt mich nicht. Ja, du bist so, wie du bist. So, Nummer 6. Halbzeit. Wir haben ja gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, dass du so nah und offen und ehrlich mit deiner Community umgehst, alles sagst, auch, sage ich mal, intimere Momente teilst. Ja, du hast ja über deine Neurodermitis zum Beispiel gesprochen oder Long-Covid, hast ja auch Probleme gehabt. Ja, und das so, war echt heftig. So, also so krasse Sachen nimmst du die Leute so ein bisschen mit. Ich finde es schön, weil du hast ja auch so ein bisschen wie so eine Reise auch. Ne? Und die sind einfach auf deiner Reise sozusagen komplett mit dabei. Ja, und zum Beispiel bei meiner Haut, die war mal extrem schlimm. Jetzt ist sie besser. Dann war sie mal ganz super, jetzt ist sie wieder ein bisschen schlechter. Und ich tue die Leute immer updaten, weil viele trauen sich nicht mal, das zu sagen, dass sie Hautprobleme haben. Viele kaschieren das mit Schal und tun und machen. Und ich habe irgendwie gedacht, so geil, ich bin wie so ein Superheld, ich habe so Flecken. Ich habe es irgendwie angefangen zu lieben. Ja. Und war für mich auch nicht einfach, ich hatte es schon mit 7, 8. Ich hatte so ein Netz auf dem Kopf. Leute haben mich beim Schwimmbad gefragt, in der Schule, hey, warum hast du überall Flecken? Ich durfte teilweise nicht mitschwimmen, wegen dem Chlor. Ja. Wenn ich jetzt so zurückdenke, war es schon nicht easy. Ich habe das schon gut weggesteckt, weil das kann dich auch einfach verletzen, wenn du älter bist, weißt du, du kannst so mitnehmen. Ja. Und deswegen, ich will den Leuten auch Mut machen, zu sagen, hey, ist nicht schlimm, es gibt Lösungen, zeigt euch, liebt euch und macht euch nicht so einen Stress. Ich glaube, es sollte auch immer die Message sein, dass man einfach so ist, wie man ist. Das finde ich eine positive Sache, die man von Stefano lernen sollte. Einfach so sein, wie man ist, fertig. Und einfach. Das ist okay. Wärst du ready für Nummer 7? Ja. Du darfst dich gerne nochmal abtupfen. Hoppa. Der knallt, Alter. Der knallt, ja? Der knallt. Der knallt schon. Oh, dann warst du die 8 ab. Wie war es für dich nach so langer Zeit als Online-Creator, dann auf einmal in diese Medienwelt oder in die, sag ich mal, physische Welt mit der TV-Show zu gehen? Ich glaube, dass nicht alle Creator oder Influencer halt auch Fernsehen können, weil das nochmal viel breiter ist. Du musst viel mehr die Hände mitnehmen, du musst viel lauter sein, weil das muss nochmal durch die Röhre quasi. Ja. Also durch Performance meinst du, von der Performance? Genau, Performance und auch in meinem Fall war das ja so, dass ich zu Familien nach Hause gegangen bin und dann, die waren noch nie vom Fernseher, vor Kameras. Ja. Du weißt, sie sind scheu. Und ich will trotzdem, dass sie ein gutes Gefühl haben. Aber es ist halt schwierig, wenn dann so 8 Kameras im Studio sind, Kinder sind eingeschüchtert, Familien wissen nicht, sind aufgeregt und die alle abzuholen und der Host zu sein, du weißt selber, es ist anstrengend. Du musst irgendwie auch leiten. Aber ich habe mich richtig gefreut, weil das war für mich so eine neue Herausforderung. Ja. Und ich liebe Herausforderungen und fand es total motivierend, weil ich glaube, TV oder Fernseher hat nochmal eine andere Magie, weißt du? Ja. Das ist so ein bisschen... Ist auch größer irgendwie, ne? Ist auch so ein bisschen. Es ist auch deutlich schwerer. Ja, und du musst auch mehr funktionieren, weil es werden dir auch Aufsager vorgesagt. Ja. Das werden dir Dinge vorgesagt, die du 1:1 nachmachen musst, aber trotzdem authentisch sein. Ja. Und es ist auch einschüchternd einfach, weil du bist auch mit den Leuten in einem Raum, kriegst was vorgesagt, musst dich an etwas halten. Und bei mir zu Hause bin ich in meinem Handy allein, das ist einfach so. Ja. Mehr ist einfacher. Ja, es war für mich voll. Mega, ich hab's geliebt. Ich glaube, so eine Mischung auch zwischen Authentizität. Deshalb glaube ich auch so eine Kochshow, wie du gesagt hast, ne, du hast sie mir auch mal gezeigt, die auf Netflix. Ich glaube, es wird doch gut zu dir passen, weil dieses
du sein, authentisch, aber trotzdem in diesem Medien-TV-Kosmos. Ne? Ja. Also wirklich in diesem Format-Kosmos. Könnte, glaube ich, sehr gut funktionieren. Ich hoff's. Deshalb, Netflix, schreibt mal ganz kurz. Schreibt doch, ich bin da, ich habe Zeit, ich habe noch keine Kinder. Ja. Zeit hat er nicht, aber der macht Zeit. Are you ready? Wer hat die Nummer 8 2006 bei der WM bei Italien? Ja, wer wohl? Rino! Motherfucking Gattuso! Stark. Natürlich, Bruder. Wen fragst du, Bruder? Wen redet er? Das ist schon schlimmer als Gattuso. Ja. Aber der ist schlimmer als Gattuso. Der grätscht komplett von hinten. Rote Karte. Der Kran, der knallt klar. Geht? Geht. 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 Oh, Junge, stark. Du bist ja bekannt dafür auch, dass du jeden Spaß mitmachst. Ja. So, ich kann mich erinnern an dieses Kinderfragen Promis, wo die Bei Kinder Joko. gesagt haben, wie viele Frösche passen rein bei dir? Hast du gesehen? Ja. Wie viele Frösche hast du geschafft? Was waren das? Oh, ich habe keine Ahnung. 20, 30? Die Wir haben haben mir nicht diese gezählt. Frösche rein. Und ich war ganz frisch bei Social Media. Ja. Ich wollte den Kindern jetzt auch nicht sagen, nee, geht nicht. Nee. Du hast einfach, wie viele Frösche hast du? Bruder, die haben einfach gestoppt. Du kannst nicht mehr kauen. Einfach. Und der weiß nicht, aber wollte jetzt auch nicht wegspucken, weil Food Waste, dies, Ja, das. ja, ja. Dann habe ich diese Dinger so runter, die waren voll Zäh. noch zäh und die waren ja noch nicht gekaut. Ich konnte nicht kauen. Ja. Boah, ich hatte so Bauchschmerzen danach. Nie wieder einen Frosch gegessen. Du hast einfach 30 Frösche gegessen auf Nie einmal. wieder einen Bruder. Frosch gegessen seitdem. Mal Trolli-Jahreskooperation. Wenn du die Soße von jetzt, wenn du The Bomb nutzen würdest für ein unglaublich leckeres Rezept, was würdest du machen? Penna Arrabbiata oder auch so, vielleicht so Nuggets, wo sich das versteckt. Ähnlich wie bei euch. Aber Penna Arrabbiata finde ich schon witzig, weil du weißt, es wird scharf, aber wird dann diese richtig. Schärfe ist überall. Ja, ja. Lippe, Nase, Ohr. Du hast auch zu kämpfen, aber Bruder, gell? Nein, den kämpfen. Der wird rot! Ja! Ja! Geil! Stark. Okay. Nummer 9, das war's schon. Okay. Boah, voll würzig. Boah, ekelhaft. Das ist, glaub, der ekligste Wing in meinem Leben, Alter. Boah, der ist richtig scharf, der ist schlimmer als 8. Findest du? Wir wissen ja, bei dir ist immer aufgeräumt, immer sauber. Ist auch wirklich immer so. Ich bin noch nie in seine Wohnung gegangen und es war noch nicht aufgeräumt. Wirklich immer picobello. Wenn du siehst, du bist beim Kumpel, du hast dort übernachtet, du siehst, der hat Sachen in Spüle drin stehen. Triggert dich das? Nein. Nein? Das ist nur bei deinen Sachen so. Ja, weil bei mir weiß ich im Nachgang, also ich weiß, wenn was liegt, weiß ich, wo es hinkommt. Bei Kumpels, ich weiß nicht, wo das hinkommt. Klar, wenn die Spülmaschine ist, packe ich rein und helfe ihm. Und irgendwie triggert es mich da nicht so. Okay. Aber ich finde zu Hause, wenn ich zu Hause nicht aufgeräumt habe, zu Hause habe ich auch Chaos im Kopf. Kennst du das? Wenn du aufräumst, das beruhigt dich auch ein bisschen. Ja. Kennst du diese Reels, wo du dir stundenlang angucken kannst, wo die sauber machen, die Leute? Ja, 100%. Und dann machen die so die Scheibe sauber. Und du bist in meinem Kopf, es ist Chaos. Dann mache ich ein bisschen weg, dann ist es ein bisschen sauberer die Scheibe. Und immer wieder sauberer. Und wenn die ganz sauber ist, dann kann ich chillen. Wir sind jetzt schon bei Wing Nummer 10. Zielgerade. So, warte kurz, stopp, bevor du reinbeißt. Bei Wing Nummer 10 ist eine Besonderheit. Es ist Tradition, dass man noch einen Dip drauf macht. Seit wann ist das Tradition? Seit heute. Italienische Tradition. Auf den Tisch drauf, einfach so ein bisschen Soße drauf. So. Und dann beiß da ab, wo du reingedippt hast. So. Ja? Genau. Nein. Und Abfahrt, Männer. A la Musica, a la Noche. Bella Fiesta. So. Wow. Herzlich willkommen Bei Hot Ones. bei Hot Ones. Der Dip war unnötig. Jetzt so ein schönes Stück Brot. Aber ich finde es krass, wie gut er durchhält. Sehr stark. Ja. Wer waren die anderen zwei, die es durchgehalten haben? Ralf Schumacher und Wilson Gonzalez. Wenn dein Leben ein Film wäre, was wäre deine letzte Szene oder was würdest du dir wünschen, was deine letzte Szene wäre? Boah, ich glaube, das ist ein bisschen deeper. Aber warum ich das Ganze mache, auch so mein Leben so gestalte und auch versuche, privat ein guter Mensch zu sein, ist, weil ich will, dass auf meinem, ja, wenn ich einfach vor dieser Welt gehe,
am Friedhof, dass die Leute sagen, ey, das war echt ein guter Typ. Und dass da viele kommen, die sagen, ey, ich kenne ihn aus den Eventzeiten, der war echt ein feiner Kerl. Mein Warum ist so dieses, ein guter Mensch zu sein. Und ich glaube, dass das vielleicht auch das Ende vom Film wäre. Vielleicht zu sagen, hey, er war ein guter Typ. Das war die Reise, mein Film war vielleicht die Reise. Am Ende, ich verabschiede mich, ich bin weg, das war mein Film. Und das ist das, was ich euch gegeben habe, zurück quasi. Mit meinem Können, mit meiner Persönlichkeit, mit meiner Liebe. Und das ist auch, warum ich jetzt auch so Gas gebe, weil es klingt zwar voll blöd, aber ich will auch Gas geben jetzt schon für meine Kinder. Weil ich will wirklich alles dafür tun, damit, wenn ich meinen Sohn streichle oder meine Tochter, dass ich sagen kann, ey, ich habe wirklich alles gemacht für euch und jetzt will ich euch eine gute Ausbildung gönnen und ich will mir nicht sagen, ich hätte mehr machen können, dann hätte ich meinem Sohn oder meinem Kind mehr geben können. Ja. Das ist mein Warum, ja. Ja, das ist ein schönes Warum. Bravo. Sehr gut, super. Du hast geschafft. Ich hab's geschafft. Bravo, sehr. Ohne Milch, ohne Eis. Löwe, Bruder. Ja. Zack. Jawohl. So, am Ende von Hot Ones ist immer so, der Gast hat noch 60 Sekunden Zeit, was du möchtest oder was bei dir auf der Agenda steht, zu promoten. 60 Sekunden in diese Kamera. Stefano Zorella. Hallo. Ich habe eigentlich nichts direkt zu promoten. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge. Schaut gerne auf meinem Kanal vorbei. Da ist er auch am Start und macht mir lustige Videos. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge. Mir hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön dafür. Falls ihr mal mein Kochbuch seht, schaut mal gerne rein. Vielleicht gefällt es euch. Nächstes Jahr kommt auch meine neue Sendung auf Sat.1, 20:15 Uhr. Und ja, sonst habe ich nicht viel auf dem Herzen. Macht euch eine wundervolle Woche. Passt auf euch auf und ganz viel Gesundheit. Stefano, danke, dass du da warst. Sehr, sehr nett. Danke euch. So Leute, wir haben es natürlich geschafft. Ich und Stefano haben beide überlebt. Das war's mit der Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß. Kommentiert gerne eure Lieblingsstellen oder was ihr vielleicht cool fandet oder was nicht. Was ihr gerne, wen ihr vielleicht als nächsten Gast sehen wollen würdet. In diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Bleibt gesund. Peace.